Nasentropfen. Was sind denn hier für Fliegen? Abwarten, bis das Gewitter weg ist. Abwarten. Fritz, kannst reinkommen. Ja, komm rein. So. Ach, hätte ich nur den Sicherungsknubbel mitgenommen. Na. Alles klar. Bin ich mal gespannt. Und nicht schnarchen. GoPro, Prost. GoPro, Stopp. So, ich habe den letzten Rumpler gehört. Es fällt auch kein einziger Regentropfen mehr. Ich werde jetzt beginnen, mir mein Abendmahl zuzubereiten. Ein bisschen rumpelt's noch. Oh, das ist ja wieder wunderschön. Und ich bin alleine hier an diesem schönen Rastplatz, bei dem man dankenswerterweise legal zelten darf. Das ist ja nicht selbstverständlich.
Und darum habe ich auch diese Gelegenheit genutzt, ein Zelt mitzunehmen, statt ein Tarp. Aber ich glaube, ich werde das nächste Mal ein Tarp nehmen. Diese Gegend hier, die Hüttener Berge in Schleswig-Holstein, sind wunderschön. Diese Berge. Hier gibt es allerdings Schlangen. Da habe ich keine Lust drauf. Und hier habe ich schon was Holz vorbereitet. Mein Geschirr, Feuerset, Windfang, Kochzeug. Das ist ein kleiner Dingensofen. Wie heißen die Dinge nochmal? Hobo, ein Hobo-Kocher. Bisschen Zunder, eine Pfanne. Das ist ja ein hässliches Stück Holz.
Lammrückenfilet, also Lammrücken in Ingwer, Knoblauch, Olivenöl eingelegt. So soll das aussehen. Öl habe ich verzichtet. Fritz, wie sieht's aus? Kommst du zum Essen auch, oder was? Nee. Okay. Dann bis später. Und so. Na, das sieht doch hier herrlich aus. Restlichen Kleinkram hier verfeuere ich nachher. Gut sieht das aus und riecht auch toll. Lasse ich das noch ein bisschen anbräunen von der anderen Seite. Dann kommen gleich nur noch die Bohnen hinzu und dann ist meine Mahlzeit fertig. Ob das salzig genug ist? Kann man so essen. Tritt hier der Fleischsaft raus und kann damit die Bohnen erhitzen. Ich werde hier noch ein bisschen nachwürzen. Das ist das gute China-Pulver mit Natriumglutamat. Das ist fermentierter schwarzer Knoblauch. Es wird bei einer gewissen Temperatur über einen sehr langen Zeitraum fermentiert, verliert dadurch einiges an verliert was von diesem typischen Knoblauchgestank, den man hinterher hat, im Mund hat. So, und dann noch ein Zwiebelchen. Die haben wohl auch so Hunger wie ich. Da, alles voll fliegen. Nicht so warten.
schnell irgendwie die Bohnen reinschaufeln, bevor die Fliegen kommen. Den brauche ich sauber. Und die Pfanne ist nicht so wichtig. Die kommt in eine Schutzhülle, die dann gewaschen wird. Kein Problem. Nicht so einen Krach machen heute Nacht. Oh nee. Jetzt regen sich die Hunde auf. So, ich werde hier noch ein bisschen das restliche Holz verfüttern ans Feuer. Das war's. Hey.